Es ist der 15. März 1988. Irgendwo in Moskau. Ein Mann wird durch den langen Korridor eines Gefängnisses geführt. Er wirkt ruhig, fast gefasst. Sein Name ist Dmitri Poljakow. Doch Poljakow ist kein gewöhnlicher Gefangener. Jahrzehntelang diente er als General im sowjetischen Militärgeheimdienst, dem GRU, einem der mächtigsten Nachrichtendienste der Sowjetunion. Nach außen war er ein loyaler Offizier des sowjetischen Staates. Doch im Geheim führte Poljakow ein Doppelleben. Über viele Jahre arbeitete er für den größten Gegner seines Landes, die Central Intelligence Agency der Vereinigten Staaten. Für die CIA war Poljakow eine der wertvollsten Quellen des gesamten Kalten Krieges. Er lieferte streng geheime Informationen über sowjetische Militärstrategien, Geheimdienstoperationen und interne Machtstrukturen in Moskau. Informationen, die im Westen als unschätzbar wertvoll galten. Doch jetzt steht er vor einem sowjetischen Militärtribunal. Das Urteil lautet Hochverrat. Und in der Sowjetunion bedeutete dieses Urteil fast immer dasselbe: Tod. In den späten Jahren des Kalten Krieges wurden Todesurteile wegen Spionage meist auf eine sehr einfache Weise vollstreckt. Ein einzelner Schuss. Eine Kugel, abgefeuert aus nächster Nähe, in den Hinterkopf des Verurteilten. Auch das Leben von Dmitri Poljakow wird nun auf diese Weise enden. In einem kargen Raum. Höchstwahrscheinlich im berüchtigten Lefortowo-Gefängnis in Moskau, einem streng abgeschirmten Komplex der sowjetischen Staatssicherheit. Damit endet das Leben eines Mannes, der jahrzehntelang im Schatten gearbeitet hatte. Doch seine Geschichte ist mehr als die nur eines enttarnten Spions. Denn Poljakow ist nicht der Einzige. Mitte der 1980er Jahre beginnen sowjetische Geheimdienste plötzlich damit, westliche Informanten innerhalb ihres eigenen Apparates aufzuspüren. Viele dieser Agenten verschwinden. Einige werden verhaftet. Mindestens 10 von ihnen werden hingerichtet. Für die CIA ist es ein Schock, denn viele dieser Quellen galten als besonders gut abgesichert. Irgendjemand muss ihre Identitäten verraten haben. Doch wer? Die Antwort kommt erst Jahre später ans Licht. Im Februar 1994 nehmen amerikanische Ermittler einen Mann fest, der selbst Teil des amerikanischen Geheimdienstapparates ist. Ein Offizier der Central Intelligence Agency. Sein Name? Aldrich Ames. Seit 1985 hatte er im Geheim für den sowjetischen Geheimdienst gearbeitet. Und gegen hohe Geldzahlung lieferte er genau jene Informationen, die Moskau dringend brauchte. Die Namen von CIA-Agenten in der Sowjetunion. Mit diesem Verrat zerstörte Ames eine der wichtigsten Spionagenetzwerke der Vereinigten Staaten hinter dem Eisernen Vorhang. Und nicht wenige von diesen enttarnten Informanten bezahlten dafür mit ihrem Leben. Doch wie konnte ein Mann im Herzen der CIA zu einem der größten Verräter in der Geschichte des amerikanischen Geheimdienstes werden? Und warum entschied sich Aldrich Ames dazu, sein eigenes Land zu verraten? Um zu verstehen, wie Aldrich Ames zu einem der größten Verräter in der Geschichte der CIA werden konnte, muss man zunächst einen Blick auf sein Leben werfen. Aldrich Hazen Ames wird am 26. Mai 1941 in River Falls im US-Bundesstaat Wisconsin geboren. Er wächst in einer Familie auf, in der Bildung und Geheimdienstarbeit eng miteinander verbunden sind. Sein Vater, Carlton Ames, ist zunächst Hochschuldozent. Doch Anfang der 1950er Jahre beginnt er für die CIA zu arbeiten. Kurz darauf wird er nach Burma versetzt, wo er verdeckte Programme zur Beeinflussung der Medien organisiert. Eine typische Operation der frühen CIA während des Kalten Krieges. Für den jungen Aldrich wird die Welt der Geheimdienste damit früh zur eigenen Lebensrealität. Schon als Jugendlicher interessiert er sich für Spionagegeschichten. Er liest Abenteuerromane über elegante Geheimagenten, trägt gelegentlich einen Trenchcoat und stellt sich vor, selbst einmal Teil dieser geheimnisvollen Welt zu sein. Doch hinter der Fassade einer scheinbar idyllischen Vorstadtkindheit verbergen sich auch Abgründe. Sein Vater kämpft mit Alkoholproblemen und innerhalb der Familie herrscht häufig eine Atmosphäre aus Frustration und Unzufriedenheit. Ende der 1950er Jahre zieht die Familie nach McLean in Virginia, nur wenige Kilometer vom CIA-Hauptquartier in Langley entfernt. Dort bekommt Ames erstmals direkten Kontakt zur Agency.
Während der Sommerferien arbeitet er im Rahmen eines Programms für Kinder von CIA-Mitarbeitern als einfacher Büroangestellter. Seine Aufgaben sind unspektakulär. Akten sortieren, Dokumente kennzeichnen, Materialien für Trainingsprogramme vorbereiten. Doch er lernt früh, wie die Organisation funktioniert. 1959 beginnt Ames ein Studium an der University of Chicago. Er interessiert sich für Geschichte und fremde Kulturen. Doch seine Leidenschaft gilt dabei eher dem Theater als dem Hörsaal. Er träumt zeitweise davon, Schauspieler zu werden. Das Studium bricht er schließlich ohne Abschluss ab. Nach einigen Jahren mit Gelegenheitsjobs kehrt Ames nach Washington zurück und tritt schließlich doch in die Fußstapfen seines Vaters. Er beginnt eine Vollzeitkarriere bei der CIA. In den späten 1960er Jahren wird er in das Career Trainee Programm aufgenommen, eine Art Elite-Ausbildungsprogramm für zukünftige Geheimdienstoffiziere. Hier lernt Ames die Grundprinzipien der Agentenführung, wie man menschliche Schwächen erkennt, wie man Vertrauen aufbaut und wie man Menschen dazu bringt, ihr eigenes Land zu verraten. Für viele angehende Agenten ist diese Ausbildung Ausdruck patriotischer Pflichterfüllung. Doch für Ames hinterlässt sie eine andere Erkenntnis. In der Welt der Spionage ist Loyalität oft nur ein Werkzeug. 1969 heiratet Ames seine CIA-Kollegin Nancy Segebart, die er während der Ausbildung kennengelernt hat. Kurz darauf wird er zu seinem ersten Auslandseinsatz nach Ankara in der Türkei geschickt, einem der wichtigsten Schauplätze des Geheimkalten Krieges zwischen Ost und West. Seine Aufgabe besteht darin, sowjetische Geheimdienstoffiziere zu identifizieren und als Informanten zu rekrutieren. Ames zeigt dabei durchaus Talent im Aufbau persönlicher Beziehungen zu potenziellen Quellen. Doch seine Vorgesetzten sind von seiner Arbeit nur mäßig beeindruckt. Seine Leistungsbewertungen bleiben bestenfalls durchschnittlich. Nach einigen Jahren kehrt er nach Washington zurück und arbeitet in der Abteilung für die Sowjetunion und Osteuropa. Die 1970er Jahre sind für die CIA eine schwierige Zeit. Der Watergate-Skandal und mehrere parlamentarische Untersuchungen decken zahlreiche illegale Operationen des amerikanischen Geheimdienstes auf. Das Vertrauen in die Agency sinkt. Intern herrschen Misstrauen, Unsicherheit und organisatorisches Chaos. Auch Ames' eigene Karriere entwickelt sich nur langsam. 1967 wird er nach New York versetzt, wo er mit sowjetischen Diplomaten arbeitet, die bei den Vereinten Nationen stationiert sind. Dort betreut er zwei besonders wichtige Quellen. Eine davon ist ein sowjetischer Offizier, der später zum ranghöchsten Überläufer aus der sowjetischen Führung werden sollte. Für diese Arbeit erhält Ames gute Bewertungen und mehrere Beförderungen. Doch seine persönlichen Probleme bleiben bestehen. Er trinkt viel. Er arbeitet oft unstrukturiert. Und gelegentlich passieren ihm sogar Sicherheitsfehler. Etwa als er einmal eine Aktentasche mit geheimen Dokumenten in der New Yorker U-Bahn liegen lässt. Anfang der 1980er Jahre wird Ames dann nach Mexiko-Stadt versetzt. Dort verschlechtern sich seine Leistungen deutlich. Seine Versuche, neue Informanten zu rekrutieren, bleiben weitgehend erfolglos. Gleichzeitig verschärfen sich seine Alkoholprobleme. Und auch sein Privatleben gerät aus den Fugen. Seine Ehe mit Nancy ist distanziert und unglücklich. Während seines Aufenthalts in Mexiko beginnt Ames eine Affäre mit Maria del Rosario Casas Dupuy, einer Kulturattaché der kolumbianischen Botschaft. Rosario ist charmant, intelligent und liebt einen luxuriösen Lebensstil. Für Ames wird sie schnell zum Mittelpunkt seines Lebens. Doch es gibt ein Problem. Sein Gehalt als CIA-Offizier reicht bei weitem nicht aus, um den Lebensstil zu finanzieren, den Rosario erwartet. Als Ames Anfang der 1980er Jahre nach Washington zurückkehrt, befindet er sich in einer schwierigen Situation. Seine Karriere stagniert, seine Schulden wachsen und die Scheidung von seiner ersten Frau Nancy droht ihn finanziell zu ruinieren. Gleichzeitig hat er Zugang zu einem der sensibelsten Geheimnisse des Kalten Krieges. Als Mitarbeiter der sowjetischen Spionageabwehr kennt Ames die Identitäten zahlreicher CIA-Agenten hinter dem Eisernen Vorhang. Er weiß, welche Operation die Agency gegen den KGB und den GRU plant. Und er weiß, wie wertvoll diese Informationen für die Gegenseite wären. Während er abends in Bars in Washington sitzt und seinen Bourbon trinkt, beginnt sich in seinem Kopf eine Idee zu formen. Eine Idee, die sein Leben und das Leben vieler anderer Menschen für immer verändern wird. Aldrich Ames beginnt darüber nachzudenken, wie er aus seinem Wissen Geld machen könnte. Und damit rückt eine Entscheidung näher, die schließlich zu einem der größten Verratsfälle in der Geschichte der CIA führen wird.
Im Frühjahr 1985 steht Aldrich Ames an einem Punkt, an dem aus Frust langsam Entschlossenheit wird. Er ist Anfang 40, arbeitet seit mehr als 20 Jahren für die CIA und sitzt inzwischen an einer Stelle, die ihm Zugriff auf einige der sensibelsten Geheimnisse des Kalten Krieges gibt. Er kennt die Namen amerikanischer Quellen in der Sowjetunion. Er weiß, welche Operationen gegen den KGB und den GRU laufen. Und er weiß auch, was diese Informationen wert sind. Gleichzeitig ist sein eigenes Leben aus dem Gleichgewicht geraten. Die Beziehung zu Rosario wird immer teurer. Die Scheidung von Nancy droht ihn finanziell zu ruinieren. Schulden stapeln sich. Sein Gehalt reicht längst nicht für das Leben, das er führen will oder glaubt zu verdienen. Für Ames beginnt sich eine Idee zu verfestigen. Wenn er schon im Zentrum der amerikanischen Spionage sitzt, warum sollte er dieses Wissen nicht verkaufen? Anfang April 1985 setzt er den Plan in die Tat um. Ames hat dienstlich bereits Kontakt zu sowjetischen Diplomaten, weil er für die CIA potenzielle Rekrutierungsziele in der sowjetischen Botschaft bewertet. Einer dieser Männer ist Sergei Dmitrijewitsch Schuvachin, offiziell ein Spezialist für Rüstungskontrolle, aus Sicht der CIA aber eine interessante Kontaktperson. Genau diesen offiziellen Rahmen nutzt Ames jetzt als Tarnung. Er vereinbart ein Treffen mit Schuvachin, angeblich um ihn im Auftrag der CIA auszuloten. Sowohl die CIA als auch das FBI halten das Treffen deshalb für legitim. Der Treffpunkt ist die Bar des Mayflower Hotels in Washington. Doch als Ames dort wartet, erscheint Schuvachin nicht. Für einen normalen CIA-Offizier wäre das vermutlich das Ende des Versuchs gewesen. Vielleicht ein Missverständnis, vielleicht ein absichtlich geplatzter Termin. Aber Ames entscheidet sich anders. Er improvisiert. Leicht angetrunken verlässt er das Hotel, geht die Straße hinauf zur sowjetischen Botschaft und gibt dort ein Paket am Empfang ab. Darin steckt eine handschriftliche Nachricht an den KGB-Residenten in Washington. Ames nennt seinen Namen, verweist auf seine frühere Tätigkeit in New York, liefert interne Hinweise, die seine Identität belegen und bietet Informationen über CIA-Operationen in der Sowjetunion an. Der Preis, den er für diese Information verlangt, ist $50.000. Ames glaubt zu diesem Zeitpunkt noch, er könnte die Sowjets vielleicht mit begrenztem Risiko anfüttern. Später wird er behaupten, er habe zunächst nur daran gedacht, die Russen mit vergleichsweise ungefährlichen Informationen zu täuschen. Genug, um seine dringendsten Geldprobleme zu lösen. Doch genau hier überschreitet er die entscheidende Grenze. Zum ersten Mal bietet ein CIA-Offizier aus eigenem Antrieb dem KGB seine Dienste an. Nicht aus Überzeugung, nicht aus Ideologie, sondern aus reiner Geldgier und aus dem Gefühl, dass ihm mehr zustehe, als die Agency ihm je gegeben hat. Im KGB löst diese Nachricht sofort Alarm aus. Der Brief wird intern weitergereicht, bis hinauf in die Spitze der sowjetischen Auslandsaufklärung. Dort erkennt man sehr schnell, was für eine Chance sich hier auftut. Ein Mann mitten in der sowjetischen Spionageabwehr der CIA bietet Informationen an. Mit überprüfbaren Details, mit internen Kenntnissen, mit glaubwürdigen Belegen. Natürlich prüft der KGB zunächst, ob es sich um eine Provokation handeln könnte. Aber alles spricht dafür, dass Ames echt ist. Und wenn er echt ist, dann ist er potenziell ein Geschenk von historischem Ausmaß. Wenige Wochen später folgt die Antwort. Am 15. Mai 1985 betritt Ames erneut die sowjetische Botschaft. Offiziell weiterhin im Rahmen einer genehmigten Kontaktpflege. Dieses Mal wird er jedoch nicht nur mit Schuvachin zusammengeführt, sondern in einem kleinen Konferenzraum gebracht, wo er einem hochrangigen KGB-Offizier gegenüber sitzt. Viktor Cherkaschin, einem der wichtigsten sowjetischen Führungsoffiziere in Washington. Es wird kaum gesprochen. Stattdessen werden Zettel hin und her geschoben. Aus Sorge, der Raum könnte verwanzt sein. Die Botschaft ist eindeutig. Der KGB nimmt sein Angebot an. Schuvachin soll als Mittelsmann fungieren. Das Geschäft beginnt. Danach gehen Ames und Schuvachin Mittagessen. Für Außenstehende sieht das aus wie ein gewöhnliches Treffen zwischen einem amerikanischen und einem sowjetischen Kontaktmann. Doch am Ende des Essens erhält Ames eine Plastiktüte, die angeblich nur Unterlagen enthält. Als er später am George Washington Parkway anhält und hineinschaut, findet er darin ein Paket mit Bargeld. 500 $100-Scheine. Die vollen $50.000, die er verlangt hatte. Sein Preis ist bezahlt worden. Und mit diesem Moment wird aus einem unzufriedenen CIA-Offizier ein aktiver Spion des KGB. Noch ist der eigentliche Schaden begrenzt. Doch der Mechanismus ist jetzt in Gang gesetzt. Ames hat gesehen, wie leicht es geht. Er hat erlebt, dass auf Verrat sofort Belohnung folgt. Und er weiß, dass er dem KGB noch viel wertvollere Informationen liefern kann als die ersten Namen, mit denen er seine Glaubwürdigkeit getestet hat. Damit beginnt nicht nur seine Spionage.
Damit beginnt eine der folgenreichsten Verratsserien in der Geschichte der CIA. Und schon bald wird Ames nicht mehr nur mit eher unwichtigen Ködern handeln. Schon bald wird er echte, äußerst relevante Namen nennen. Als Aldrich Ames im Frühjahr 1985 zum ersten Mal Geld vom KGB erhält, ist eine Grenze überschritten. Doch zunächst bleibt der Schaden noch begrenzt. Die ersten Informationen, die er liefert, betreffen Personen, die aus seiner Sicht für die CIA kaum noch von Wert sind. Aber nur wenige Wochen später trifft Ames eine Entscheidung, die alles verändert. Er beginnt zu verstehen, dass seine eigene Sicherheit von einer einzigen Frage abhängt. Wer könnte wissen, dass er die Seiten gewechselt hat? Die Antwort ist für ihn erschreckend einfach. Die CIA unterhält zu diesem Zeitpunkt mehrere Informanten innerhalb des sowjetischen Machtapparates. Im KGB, im GRU und in anderen staatlichen Institutionen. Wenn auch nur einer dieser Spione etwas über Ames herausfinden würde, wäre seine Karriere beendet. Und wahrscheinlich auch sein Leben. Also zieht er eine brutale Schlussfolgerung. Der einzige Weg, sich selbst zu schützen, besteht darin, alle diese Quellen zu verraten. Am 13. Juni 1985 trifft sich Ames erneut mit seinem sowjetischen Kontaktmann Sergei Dmitrijewitsch Schuvachin in einem Restaurant in Washington. Dieses Treffen wird später zu einem der folgenreichsten Momente in der Geschichte der amerikanischen Spionage. Ames bringt eine Einkaufstüte mit. Darin befinden sich mehrere Kilogramm streng geheimer Dokumente, interne Berichte, Telegramme, Agentenprofile und operative Informationen. Für den KGB ist diese Lieferung ein Geschenk von unschätzbarem Wert. In den Unterlagen befindet sich eine Liste mit den Identitäten von mehr als 2 Dutzend Personen, die für westliche Geheimdienste gegen die Sowjetunion arbeiten. Einige sind Agenten der CIA, andere arbeiten für verbündete Dienste, darunter auch der britische Geheimdienst MI6. Innerhalb weniger Tage wird das Material nach Moskau übermittelt. Dort löst es eine massive Gegenoperation aus. Der KGB beginnt, die genannten Informanten systematisch aufzuspüren. In den folgenden Monaten verschwinden zahlreiche westliche Quellen in der Sowjetunion. Einige werden verhaftet, andere werden hingerichtet. Zu den Opfern gehören unter anderem der KGB-Offizier Valeri Martinov, der Diplomat Sergei Motorin, der Geheimdienstmitarbeiter Leonid Poleschuk und der GRU-General Dmitri Poljakov, dessen Hinrichtung wir zu Beginn dieser Geschichte gesehen haben. Für die CIA ist das Verschwinden ihrer Quellen ein Schock. Innerhalb kurzer Zeit bricht ein ganzes Netzwerk von Informanten zusammen. Doch zunächst glaubt in Langley niemand, dass der Grund ein Verräter innerhalb der eigenen Organisation sein könnte. Die Ermittler suchen nach anderen Erklärungen. Vielleicht ein technischer Fehler in den Kommunikationssystemen. Vielleicht ein Problem mit verschlüsselten Codes. Oder vielleicht liegt die Ursache bei einem anderen Überläufer. Tatsächlich gerät zunächst ein Mann in Verdacht. Edward Lee Howard, ein ehemaliger CIA-Offizier, der kurz zuvor Selbstinformationen an die Sowjets weitergegeben hatte. Doch diese Theorie hat ein Problem. Mehrere der enttarnten Agenten waren Personen, von denen Howard überhaupt nichts wissen konnte. Irgendjemand oder irgendetwas anderes musste ihre Identitäten verraten haben. Währenddessen setzt Ames seine Spionagetätigkeit unbeirrt fort. Er trifft sich regelmäßig mit seinem sowjetischen Kontaktmann. Manchmal bei scheinbar harmlosen Mittagessen. Manchmal über verdeckte Kommunikationsmethoden. Dazu gehört ein Signalsystem, das Ames und seine sowjetischen Führungsoffiziere vereinbaren. An bestimmten Orten, etwa einem gewöhnlichen Briefkasten in seiner Nachbarschaft, kann Ames kleine Markierungen hinterlassen. Kreidestriche, Klebeband oder andere unauffällige Zeichen. Für einen zufälligen Beobachter wirken sie bedeutungslos. Doch für den KGB sind sie ein Signal. Ein Zeichen, dass ein Treffen vorbereitet wird oder eine Übergabe stattfinden kann. Der eigentliche Austausch erfolgt später an sogenannten Dead Drops, versteckten Ablageorten, an denen Dokumente oder Geld deponiert werden. Für jede Lieferung erhält Ames große Geldsummen, oft zwischen 20.000 und 50.000 Dollar pro Treffen. Im Laufe der Jahre wächst seine Bezahlung auf insgesamt mehr als 4,5 Millionen US-Dollar an. Eine der höchsten Summen, die ein sowjetischer Geheimdienst jemals an einen einzelnen Agenten gezahlt hat. Der neue Reichtum verändert Ames Leben. Nach seiner Scheidung heiratet er Rosario Casas-Dupuy. Gemeinsam beginnen sie, einen Lebensstil zu führen, der weit über das hinausgeht, was sich ein CIA-Offizier normalerweise leisten könnte. Neue Möbel, teure Kleidung, Luxusuhren und schließlich ein großes Haus in einem Vorort von Washington. Um Fragen zu vermeiden, entwickelt Ames eine Erklärung.
Das Geld, behauptet er, stamme von der wohlhabenden Familie seiner Frau in Kolumbien. Einige seiner sowjetischen Zahlungen überweist er sogar tatsächlich nach Bogotá, um diese Geschichte glaubwürdiger erscheinen zu lassen. Während Ames einen neuen Reichtum genießt, ist der Schaden für die amerikanischen Geheimdienste enorm. Dutzende Operationen im sowjetischen Machtapparat werden gestört oder sogar ganz verhindert. Informanten verschwinden. Und in Moskau beginnt eine der größten Gegenoffensiven der sowjetischen Spionageabwehr während des Kalten Krieges. Selbst innerhalb des KGB ist man beeindruckt. Die Menge und Qualität der Informationen, die Ames liefert, ist außergewöhnlich. Er kennt die internen Strukturen der CIA. Er kennt ihre Methoden. Und vor allem kennt er die Identitäten der Menschen, die für sie arbeiten. Für den KGB wird Ames damit zu einer der wertvollsten Quellen der gesamten Spionagegeschichte. Doch während in Moskau gefeiert wird, beginnt in Washington langsam eine andere Geschichte. Denn irgendwo innerhalb der CIA wächst ein Verdacht. Zu viele Informanten verschwinden. Zu viele Operationen scheitern. Und irgendwann wird eine Frage unausweichlich. Gibt es einen Verräter innerhalb der CIA? Die Antwort darauf wird eine der größten Menschenjagden in der Geschichte des amerikanischen Geheimdienstes auslösen. In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre steht die CIA vor einem Rätsel. Innerhalb weniger Monate verschwinden zahlreiche ihrer wichtigsten Informanten in der Sowjetunion. Einige werden verhaftet, andere werden später hingerichtet. Das Ausmaß der Verluste ist beispiellos. Zunächst sucht die Agency nach technischen Ursachen. Vielleicht wurden Kommunikationssysteme kompromittiert. Vielleicht haben die Sowjets eine Möglichkeit gefunden, verschlüsselte Nachrichten zu entschlüsseln. Auch die Möglichkeit einer Abhöraktion gegen CIA-Einrichtungen wird diskutiert. Doch mit der Zeit wird klar, diese Erklärung reicht nicht aus. Die Verhaftungen betreffen genau jene Personen, deren Identitäten nur einem kleinen Kreis innerhalb der CIA bekannt sind. Ende 1986 stellt die Agency schließlich ein spezielles Ermittlerteam zusammen, um die Ursache der Lecks zu finden. Die Gruppe wird von dem erfahrenen Spionageabwehrspezialisten Paul Redmond geleitet. Ihre Aufgabe ist es, eine Frage zu beantworten, die innerhalb der CIA lange als beinahe undenkbar galt. Gibt es einen Maulwurf in der eigenen Organisation? Die Ermittlungen ziehen sich über Jahre hin. Ein Grund dafür ist das Trauma früherer interner Maulwurfsjagden. In den 1960er und 1970er Jahren hatte der legendäre Spionageabwehrchef James Angleton die Agency mit obsessiven Untersuchungen nach sowjetischen Agenten beschäftigt. Diese Jagden hatten die CIA tief gespalten und ihr Vertrauen in sich selbst erschüttert. Viele Verantwortliche wollen eine Wiederholung dieses Szenarios vermeiden. Doch die Hinweise verdichten sich und im Jahr 1990 kommt die CIA zu einem ernüchternden Schluss. Der Verräter muss sich definitiv innerhalb der Agency befinden. Das Problem ist nur, weiterhin weiß niemand, wer es sein könnte. Während die Ermittlungen laufen, wird der Schaden für die CIA größer. Neue Agenten in der Sowjetunion zu rekrutieren wird fast unmöglich. Zu groß ist die Angst, dass auch sie bald enttarnt werden könnten. Gleichzeitig lebt Aldrich Ames ein Leben, das immer auffälliger wird. Er fährt plötzlich Luxusautos. Er kauft ein großes Haus in Arlington, Virginia und bezahlt es bar. Er trägt maßgeschneiderte Anzüge. Seine Zähne, die jahrelang vom starken Rauchen verfärbt waren, werden aufwendig überkront. Auch Rosarios Lebensstil trägt zum Eindruck vom Wohlstand bei. Teure Kleidung, hohe Telefonrechnung für internationale Gespräche mit ihrer Familie in Kolumbien, umfangreiche Renovierungen am Haus. Alles Dinge, die mit dem Gehalt eines CIA-Offiziers eigentlich nicht vereinbar sind. Doch lange Zeit zieht niemand ernsthafte Konsequenzen daraus. Zum Teil liegt das an organisatorischen Problemen innerhalb der Ermittlungen. Als ein Beamter damit beauftragt wird, Ames finanzielle Situation genauer zu untersuchen, wird er kurz darauf zu einer mehrmonatigen Schulung versetzt. In dieser Zeit übernimmt niemand seine Aufgabe. Die Untersuchung gerät ins Stocken. Auch andere falsche Spuren lenken die Ermittler ab. Zwischenzeitlich kursiert sogar die Theorie, ein Mitarbeiter mit sowjetischer Herkunft könnte für den Verrat verantwortlich sein. Ames selbst gerät in dieser Phase kaum ins Visier. Selbst 2 Lügendetektortests, die er absolvieren muss, einen bereits 1986 und einen weiteren 1991, besteht er ohne Auffälligkeiten. Für viele innerhalb der CIA scheint damit klar zu sein, wenn Ames ein Verräter wäre, hätte der Polygraph Alarm geschlagen. Doch diese Sicherheit erweist sich als trügerisch. Die entscheidende Wendung kommt erst Anfang der 1990er Jahre.
Einige Mitglieder des Ermittlungsteams beginnen, Ames Lebensstil genauer zu betrachten. Eine der Ermittlerinnen, Diana Wortham, kennt Rosario noch aus der Zeit vor ihrer Heirat mit Ames. Bei einem Besuch im neuen Haus der Familie fällt ihr etwas auf. Rosario spricht ganz selbstverständlich davon, sämtliche Vorhänge im Haus gleichzeitig erneuern zu lassen. Eine kostspielige Anschaffung. Wortham weiß aus eigener Erfahrung, wie teuer solche Dinge sein können. Und sie weiß noch etwas anderes. Die Familie von Rosario Casas Dupuy ist keineswegs so wohlhabend, wie Ames es behauptet. Ein CIA-Kontakt in Bogotá bestätigt diesen Verdacht. Damit rückt Ames erstmals ernsthaft in den Fokus der Ermittler. Als seine Finanzen schließlich genauer untersucht werden, zeigt sich ein erschreckendes Bild. Ein CIA-Offizier mit einem Jahresgehalt von etwa $60.000 hat in wenigen Jahren Vermögenswerte angehäuft, die weit darüber hinausgehen. Ein Haus im Wert von über $500.000, Luxusautos, aufwendige Renovierung und Kreditkartenrechnungen, die teilweise höher sind als sein Monatsgehalt. Die Ermittler beginnen zu verstehen, was diese Zahlen bedeuten könnten. Doch sie brauchen Beweise. Also wird die Untersuchung intensiviert. Diesmal gemeinsam mit dem FBI. Überwachung, Finanzanalysen und heimliche Beobachtung sollen endlich klären, ob Aldrich Ames tatsächlich der Mann ist, der das amerikanische Spionagenetzwerk im Kalten Krieg zerstört hat. Langsam zieht sich die Schlinge zu. Und schon bald wird klar, der Verräter sitzt nicht irgendwo am Rand der Agency. Er arbeitet mitten in ihr. Anfang der 1990er Jahre verdichten sich die Hinweise gegen Aldrich Ames. Die Ermittler der CIA und des FBI haben inzwischen ein klares Muster erkannt. Seine Ausgaben stehen im keimen Verhältnis zu seinem Einkommen. Gleichzeitig gehört er zu genau dem Kreis von Offizieren, die Zugang zu den kompromittierten Agentennetzwerken hatten. Im März 1993 beginnt schließlich eine umfassende Überwachung. FBI-Agenten observieren Ames rund um die Uhr. Seine Telefonate werden abgehört, seine Bewegung verfolgt. Sogar sein Müll wird regelmäßig durchsucht, in der Hoffnung, darin Hinweise auf geheime Kommunikation zu finden. Zusätzlich installieren Ermittler heimlich ein elektronisches Gerät in seinem Auto, um seine Fahrten zu dokumentieren. Die Schlinge zieht sich langsam zu. Monatelang sammeln die Behörden Beweise. Sie verfolgen Ames bei Treffen, analysieren seine Bankkonten und rekonstruieren die Geldströme, die aus sowjetischen Quellen stammen. Im Herbst 1993 ist klar, der Kreis der Verdächtigen ist klein und Ames steht ganz oben auf der Liste. Doch ein Verdacht allein reicht nicht. Das FBI und die CIA entscheiden daher, erstmal weiter Beweise zu sammeln. Die Ermittler wollen eine Anklage aufbauen, die vor Gericht Bestand hat. Monatelang beobachten sie Ames deshalb heimlich weiter. Dann taucht Anfang 1994 jedoch eine neue Information auf. Ames soll bald an einer Konferenz in Moskau teilnehmen. Für die Ermittler entsteht damit ein Risiko. Wenn Ames tatsächlich nach Russland reist, könnte er gewarnt werden oder sich dauerhaft dem Zugriff der amerikanischen Justiz entziehen. Also fällt eine Entscheidung. Die Verhaftung wird vorgezogen. Am 21. Februar 1994 wird Aldrich Ames auf dem Weg zur Arbeit abgefangen und festgenommen. Fast gleichzeitig nehmen FBI-Agenten auch seine Frau Rosario fest. Als die Beamten ihm die Handschellen anlegen, reagiert Ames zunächst mit Unglauben. Er behauptet, die Ermittler hätten den falschen Mann. Doch die gesammelten Beweise sind erdrückend. Schon am nächsten Tag erhebt das US-Justizministerium offiziell Anklage wegen Spionage für die Sowjetunion und später auch für Russland. Wenig später entscheidet sich Ames zu einem Geständnis. Im Rahmen einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft bekennt er sich schuldig. Dafür erhält seine Frau eine deutlich mildere Strafe. Rosario wird wegen Steuervergehen und Verschwörung zu 5 Jahren Haft verurteilt. Für Aldrich Ames gibt es keine solche Nachsicht. Am 28. April 1994 verurteilt ein Bundesrichter ihn zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung. Vor Gericht gesteht Ames, dass er praktisch alle sowjetischen Quellen verraten habe, deren Identitäten ihm bekannt waren. Die Folgen dieses Verrats sind verheerend. Mindestens 100 Geheimdienstoperationen werden kompromittiert. Mindestens 10 westliche Informanten werden nach ihrer Enttarnung hingerichtet. Darunter Männer, die über Jahre hinweg ihr Leben riskiert hatten, um Informationen an den Westen weiterzugeben. Doch der Schaden endet nicht dort. Durch die Informationen, die Ames über Methoden und Arbeitsweisen der CIA preisgibt, gelingt es dem KGB sogar, sogenannte kontrollierte Doppelagenten einzusetzen. Diese liefern der CIA teilweise echte Informationen.
mischen sie aber gezielt mit Desinformation. Einige dieser Berichte landen schließlich in geheimdienstlichen Lageeinschätzungen, die bis in das Weiße Haus weitergeleitet werden. Ames verbringt den Rest seines Lebens in amerikanischen Hochsicherheitsgefängnissen. Mehr als 3 Jahrzehnte lang sitzt er hinter Gittern. Am 5. Januar 2026 stirbt Aldrich Ames schließlich im Alter von 84 Jahren in einem Bundesgefängnis im Bundesstaat Maryland. Während der größte Verräter der CIA nach seiner Enttarnung noch Jahrzehnte hinter Gittern lebte, endete das Leben von mindestens 10 seiner Opfer vorzeitig durch die Todesstrafe. Damit sind wir am Ende der heutigen Geschichte angekommen. Was denkt ihr über den Fall von Aldrich Ames? War es Geldgier, Frustration über seine Karriere oder einfach die passende Gelegenheit, die ihn zum größten Verräter in der Geschichte der CIA machte? Schreibt mir eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr jetzt sehen wollt, wie es einen Dschihadisten gelang, die CIA in Afghanistan hinters Licht zu führen, dann schaut euch gerne dieses Video hier an. Ansonsten danke ich euch, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und bis zum nächsten Mal.